Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On with Friends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben vor ein paar Jahren eine DVD von Eric Peters Highlands and Islands gesehen, wo Schottlands Herz am lautesten schlägt. Diese DVD hat uns dazu inspiriert, folgende Tour durch Schottland zu machen. Viel Spaß dabei! Hold my hand in the dark light. We're fighters, we won't surrender now. Im ersten Teil habt ihr schon gesehen, dass der heutige Tag nichts Gutes verheißt. Es ist ganztags Dauerregen angesagt, gerade auf der schönsten Strecke zum Applecross Inn und hoch zum Applecross Pass und weiter auf die Insel Skye. Als wir im Applecross Inn, dem Motorradtreffpunkt auf ganz Schottland, ankommen, merken wir, dass wir nicht die Einzigen sind, die das schlechte Wetter bedauern. Nach einigen lustigen Benzingesprächen und einer heißen Tasse Kaffee schwingen wir uns dann wieder auf die Motorräder, um hochzufahren auf den berühmten Applecross Pass. Der Regen nimmt wider Erwarten immer mehr ab, doch die Sicht wird zunehmend durch die tief hängenden Wolken eingeschränkt. Wir tasten uns sehr langsam über den Pass, nicht wegen der Sicht, sondern wegen der tierisch glatten Straße. Ich habe die ganze Zeit vom Applecross Pass gesprochen, meine aber den Kettle Pass auf dem Weg nach Applecross. Der Kettle Pass ist übrigens die höchste Passstraße in ganz Schottland. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich hier um eine einspurige Passstraße mit zahlreichen Windungen und einer Steigung von bis zu 20%. Wir befinden uns hier auf einer Höhe von 626 Meter, normalerweise mit einem tollen Ausblick in die benachbarte Bucht. Our times don't be easy, feeding us with hope.
Jetzt hat es aufgehört zu regnen und die Wolken reißen auf. Wir blicken hinunter auf das Loch Kichon. Loch ist übrigens das schottisch-gälische Wort für einen See oder eine Meeresbucht. Wir fahren die Passstraße hinunter und umrunden dann das Loch Kirchhorn und Carron, um dann weiter Richtung Isle of Skye zu fahren. Man sieht an dem zunehmenden Verkehr, der hauptsächlich von Motorradfahrern geprägt ist, dass der Pass sehr beliebt in Schottland ist. Eine letzte Rast vor der Skye Bridge in der Sonne, bevor wir dann die Isle of Skye erreichen und weiter bis nach Broadford fahren, unserem heutigen Tageszwischenziel. Wir übernachten 2 Tage in Broadford, weil wir am nächsten Tag über einen Rundkurs alle Sehenswürdigkeiten der Isle of Skye in Angriff nehmen wollen. Der Regen ist weg und die Sonne ist auf Isle of Skye am nächsten Tag rausgekommen, aber auch noch etwas anderes. Jetzt kann ich mich wieder erinnern, warum wir bereits im Mai nach Schottland gefahren sind, weil von Juni bis August Mückenhochsaison ist. Heute ärgern uns in Schottland zum ersten Mal die Stechmücken, die sogenannten Midges, eine Plage hier auf der Isle of Skye. Wir vermeiden es, den Helm abzuziehen und auch das Visier zu öffnen. Die Isle of Skye gehört zu den inneren Hebriden Schottlands und ist deren größte Insel. Sie liegt vor der Westküste etwa auf der Höhe der Highlands-Hauptstadt Inverness. Mittlerweile ist sie mit einer Autobrücke an das Festland Schottlands angebunden. Das war aber nicht immer so. Wie kein zweites Urlaubsgebiet vereint die Skye alle Vorzüge der Highlands. Sanfte Hügel, bizarre Gebirgsketten, Buchten, Strände, Lochs und Meer, alles in Schönheit und reichlich vorhanden. Dazu kommt eine äußerst hohe Dichte an Sehenswürdigkeiten. Es gibt mehrere Burgen, 2 Whisky-Distillerien, ein historisches Dorf, eine berühmte Felsnadel, wunderschöne und abwechslungsreiche Gebirgslandschaften, idyllische Hafenstädte und vieles, vieles mehr. Und das merkt man an den Touristenströmen.
haben heute viel mit dem Motorrad auf der Isle of Skye erlebt und sind ganz geschafft. Wir lassen den Tag nach dem Abendessen im Pub ausklingen, genießen die Musik und freuen uns auf die nächsten Tage. Am nächsten Tag verlassen wir wieder die Isle of Skye und fahren zum berühmten Highlander-Schloss. Tagesziel lautet heute Fort William am Fuße des höchsten schottischen Berges Ben Nevis. Die Burg Eilean Donnell Castle ist eines der meist fotografiertesten Bauwerke Schottlands und ein ikonisches Gebäude der Highlands. Filmfans kennen sie aus Filmen wie Highlander, Braveheart oder auch Rob Roy. Ein Schotte spricht übrigens den Namen der Burg anders aus. Er würde vielleicht sagen Eilean Donnell. Das Castle wurde so etwa um 1220 gebaut und erlebte turbulente Jahre. Die Brücke und das düstere Gemäuer dahinter hat die Burg berühmt gemacht, denn sie diente immer wieder als Filmkulisse, ob für den Film Highlander oder auch andere Kinohits wie zum Beispiel James Bond, Die Welt ist nicht genug. Wir machen einen kurzen Abstecher Richtung Norden, um das berühmte Loch Ness zu besuchen, aber wir haben die Nessie leider auch nicht gefunden. Und deswegen fahren wir wieder weiter in den Süden von Schottland nach Fort William am Fuße des höchsten Berges Schottlands, dem Ben Nevis. Und wenn wir schon dabei sind, die Filmkulissen zu besuchen, dann müssen wir natürlich auch zum Glenfinnan Viadukt. Hier befindet sich die berühmte Harry Potter Brücke, die im Windschatten des Hogwarts Express berühmt wurde. Heute haben wir schon viele Filmkulissen besucht und der Hunger treibt uns jetzt zurück in unsere Unterkunft. Fahren wir für mich in das schönste Tal in Richtung Glencoe, wo auch James Bond Skyfall gedreht wurde. Und weiter geht es dann Richtung Stirling in eine burgähnliche Hotelanlage. Schottland zeigt sich beim Packen unserer Maschinen wieder von der schönsten Seite. Das Tal von Glencoe ist nicht nur einer der schönsten Orte Schottlands, sondern auch einer der tragischsten. In der Geschichte von Schottland wird der Name Glencoe immer unweigerlich mit dem grausamen Massaker in Verbindung gebracht, das in einer kalten Februarnacht 1692 den Frieden des Tales für immer störte. Damals sollten alle Mitglieder der Clans der MacDonalds und der Hendersons auf Befehl von König William III. Unter Führung von Robert Campbell getötet werden.
Um 5 Uhr morgens am 13. Februar 1692 führte Campbell den Befehl aus. Er tötete 38 Männer in ihren Häusern und bei der Flucht in die Hügel. In den folgenden Tagen starben 40 Frauen und Kinder, die in den Hügeln Schutz gesucht hatten und dort unter eisiger Kälte und Hunger litten. Es war ein Mord unter Missbrauch des Vertrauens und darauf steht in Schottland eine besondere hohe Strafe. Dennoch wurde niemals jemand für das Massaker von Glencoe zur Rechenschaft gezogen. Glencoe ist ein kleines Dorf im Nordwesten von Schottland. Glencoe ist aber auch ein Tal, ein Outdoor-Paradies. Und bei der Fahrt durch das Tal kann man vor allem an einem sonnigen Tag so wie heute, an dem das Grün an den unteren Hängen verheißungsvoll strahlt, vollkommen vergessen, welch tragische Ereignisse sich 1692 hier zutrugen, als ein Clan den anderen verriet und insgesamt dann 78 Männer, Frauen und Kinder den Tod fanden. Was die Schatten bis heute an dieser Tat schockiert, ist der Vertrauensbruch und der Missbrauch des Gastrechts, das in Schottland bis heute als heilig gilt. Das Gastrecht ist ein elementarer Bestandteil der Clankultur und wird auch dem ärgsten Feind gewährt. Als alter James-Bond-Fan möchte ich jetzt auch noch an die Filmstätte von Skyfall fahren. Das hat mich immer auch schon im Kino fasziniert, welche spektakuläre Kulisse hier Schottland bietet. Ich bin mal gespannt, ob ich die Stelle finden werde, wo James Bond und M aus dem Auto ausgestiegen sind und einen Blick auf das Anwesen der Familie Bond geworfen haben. Ich glaube, ich habe die Stelle genau erreicht.
wenn man kein James Bond-Fan ist. Aber wer hier in der Gegend ist, sollte unbedingt in diese Single Track Road reinfahren bis zum nächsten Loch. Die Straße und das Tal ist so faszinierend schön, dass wir bis zum Ende fahren zum Loch Etiv. Hier stand im Film das Geburtshaus von James Bond, was natürlich eine reine Pappkulisse war. Wir verlassen wieder diese wunderschöne Gegend, fahren aber weiter auf kleinen Straßen bis nach Stirling. Als ob wir bei uns auf dem Land noch nie Rinder gesehen haben, aber die Rinder in Schottland, insbesondere die Galloway-Rinder, die animieren immer mal wieder zum Anhalten und zum Fotografieren. With the rose and a valentine, I thought that love was bought and sold, with candy hearts that say be mine. It's not like the movie show, it's not like the stories read, the more you try, the more you... Wir kommen nun in Stirling an, wo wir in der Altstadt in einem burgähnlichen Hotel heute übernachten werden. Setzt man deutsche Maßstäbe an, ist Stirling alles andere als eine Großstadt. Vielmehr wirkt das Städtchen, wenn man es passiert, wie eine lose Ansammlung von Häusern und Straßen, die sich unterhalb der monumentalen Burg zwischen die Hügel schmiegt. Diese Burg aber ist es, die auch dem unbeteiligten Beobachter verrät, dass Stirling einmal große Bedeutung hatte. Mehr noch, es war einmal ein pulsierendes, bedeutsames Zentrum des jungen Schottlands. My life is so much sweeter because of you. Stirling mit seinen 36.000 Einwohnern ist nordwestlich von Edinburgh gelegen. In den früheren Jahrhunderten schon einmal war Stirling Hauptstadt von Schottland. In der Gegenwart ist es eher ein Verwaltungs- und Handelszentrum mit wenig Industrie. Trotz seiner Bedeutung in der Geschichte erhielt es erst anlässlich des 50-jährigen Thronjubiläums von Königin Elisabeth II. Im Jahr 2002 die Stadtrechte. Die Stadt gibt einem schottischen Verwaltungsbezirk, Stirling Council, den Namen.
Am heutigen Tag fahren wir von Stirling im Norden nach Dumfries im Süden, wobei wir darauf achten, dass wir Glasgow großzügig umfahren. Wir haben über Nacht unsere Motorräder wieder sicher in dem Innenhof der riesigen Hotelanlage parken dürfen, packen unsere Sachen und fahren dann ganz entspannt von Castle zu Castle, von Schloss zu Schloss. Die vielen Burgen und Schlösser machen hungrig und wenn man Lust auf Fisch hat, dann sollte man auch an die Westküste fahren. Und das machen wir jetzt. Nach einem Schloss kommt eine Burg und nach einer Burg kommt wieder ein Schloss. Noch wird es uns nicht langweilig. Unser letzter Tag in Schottland. Wir fahren wieder Richtung Osten, überqueren die Grenze nach England und fahren weiter Richtung Fähranleger nach Newcastle. Wir kommen nun an der Fähre an, die Abfertigung geht recht flott und wir können zügig mit den Motorrädern auf die King Seaways fahren. Nach dem Verzurren und dem Beziehen der Kabinen gönnen wir uns ein köstliches Abendmahl.
Mein Fazit von Schottland. Erstens, das Essen ist viel besser als der Ruf. Zweitens, die Schotten sind super gastfreundlich. Drittens, es gibt Tausende von Schlösser und Burgen. Und viertens, warum man überhaupt als Motorradfahrer dahin sollte. Es gibt einfach nur geile Fahrstrecken für Motorradfahrer. An der Küste entlang, am Landesinnern, sogenannte Single-Track-Roads, sehr kurvenreich und vor allem in einer wahnsinnigen Gegend. Die Highlands sind einzigartig. Letztendlich möchte ich euch empfehlen, unbedingt mal mit dem Motorrad nach Schottland zu fahren, auch wenn es mal regnet. Das macht aber nichts. So, das war der letzte Teil unserer Schottland-Rundfahrt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann in Schottland.